Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Warum quietscht deine Blockflöte? Dafür kann es diverse Gründe geben und ich nenne dir heute 10 Stück. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid auf Veras Blockflötenkanal oder neu hinzugestoßen seid. Es gibt verschiedene Gründe, warum deine Blockflöte beim Spielen quietschen könnte. Das liegt zum Teil an dir und zum Teil an deiner Blockflöte. Und heute nenne ich dir mal 10 Gründe, 10 mögliche Gründe für das Quietschen. Grund Nummer 1 könnte sein, dass du mit zu viel Power spielst. Ich sage absichtlich nicht, dass du zu laut spielst, denn manche Töne kann man sehr laut spielen, mit großer Lautstärke, aber muss sie mit wenig Druck spielen, zum Beispiel die sehr tiefen Töne auf der Blockflöte. Aber wenn du diese mit viel Luft und viel Power spielst, dann kann es schon mal quietschen. Wohingegen du bei hohen Tönen eine große Geschwindigkeit, also ein bisschen Power brauchst, aber wiederum nicht viel Luft. Sonst quietschen diese auch. Grund Nummer 2 könnte sein, dass du mit zu wenig Power spielst. Man könnte auch sagen zu leise, aber nach dem, was ich gerade eben erklärt habe, haut das ja nicht immer so hin. Also wenn du zum Beispiel die hohen Töne nicht zu laut spielst, was ja richtig ist, aber auch mit zu wenig Power dann noch, mit zu wenig Geschwindigkeit der Luft, dann quietscht es auch. Dann hast du also sozusagen zu leise geblasen oder sagen wir mal mit zu wenig Schmackes. Grund Nummer 3, warum es quietschen könnte, liegt auch nahe, dass die Finger nicht richtig drauf sind auf deiner Blockflöte. Aber was heißt denn richtig drauf? Richtig drauf heißt auf jeden Fall nicht fest drauf, sondern an der richtigen Stelle. Und da musst du darauf achten, dass du deine Finger etwas gerundet hast, also nicht ganz gerade auf die Blockflöte legst und dass natürlich alle Löcher gut bedeckt sind. Und da kann es je nach Anatomie deiner Hände auch sein, dass du manche Finger schon ein bisschen mehr strecken musst und andere etwas runder drauflegen musst. Bei mir ist zum Beispiel der Ringfinger relativ kurz. Das ist eher ungewöhnlich, dass der kürzer ist als der Zeigefinger. Ich denke mal, bei den meisten Leuten ist das umgekehrt. Und dadurch muss ich meinen Ringfinger ein bisschen mehr strecken als die anderen. Du musst auch darauf achten, dass du mit dieser dicksten Stelle von der Fingerkuppe auf deinem Griffloch bist, um das Griffloch ganz abzudecken, schön abzudecken. Und natürlich, dass deine gesamte Haltung und deine Finger- und Handhaltung und Armhaltung und alles so sind, dass du auch überhaupt die Möglichkeit hast, die Finger entspannt an die richtige Stelle zu legen. Oft ist man darauf fokussiert, dass man zum Beispiel hier unten die Finger richtig drauflegen möchte und guckt dann, ja, wie muss ich den drauflegen, den und spielt und es quietscht immer noch. Und dann ist es zum Beispiel passiert, dass der Ringfinger links ein bisschen geöffnet war, weil man auf die linke Hand gar nicht mehr geachtet hat. Also auch dann kann es quietschen, wenn die Finger nicht richtig drauf sind. Grund Nummer 4, warum es quietschen kann tatsächlich sein, dass deine Finger zu fest drauf sind, dass du deinen Ton sozusagen erdrückst, dass du aus Verkrampfung so fest drauf drückst, dass vielleicht irgendwo sich sogar dadurch ein Loch ein wenig wieder öffnet, weil du die Finger so platt drückst. Und außerdem musst du davon ausgehen, dass wenn deine Finger verkrampft sind, du auch woanders im Körper verkrampft bist. Um zu beginnen schon mal bei deinem Atem. Und wenn dein Atem stockt und nicht gut fließt, auch dann kann es quietschen, wenn du spielst, indem zum Beispiel die Luft zurückgehalten wird und plötzlich alles auf einmal raus will. Oder du hast hier im Kehlkopf eine Verkrampfung und kriegst dann auch keine schönen Töne raus. Grund Nummer 5, und das ist jetzt endlich mal was, wofür du nichts kannst,
Das ist nämlich, dass die Blockflöte heiser sein kann und verstopft und dann sprechen viele Töne nicht mehr so gut an. Es kann sein, dass du sie vorher nicht warm gehalten hast oder dass sie einfach grundsätzlich sehr schnell verstopft, dass sie vielleicht auch mal überholt werden müsste, vielleicht mal beim Flötenbauer, dass vielleicht mal der Block gereinigt werden müsste oder bearbeitet. Es kann leider auch sein, dass du deine Blockflöte nicht vernünftig eingespielt hast, also sie nach und nach an die Feuchtigkeit gewöhnt hast und dass du sie sozusagen ein bisschen verspielt hast und dass sie da jetzt sehr empfindlich geworden ist. Oder wenn sie natürlich während der Einspielphase heiser wird, weil du schon länger als 10 Minuten beispielsweise gespielt hast, dann fängt es auch an zu quietschen und dann solltest du nicht nur wegen des Quietschens aufhören zu spielen, sondern auch um deine Blockflöte zu schonen. Grund Nummer 6. Warum es quietschen könnte, und da bist du wieder gefragt, ein zu harter Zungenstoß. Also bei vielen Schülerinnen und Schülern würde ich mir das wünschen, dass sie deutlicher artikulieren, schärfer anstoßen. Die meisten sind eher so auf der Weichanstoßschiene. Da kann man noch ein bisschen nachlegen. Aber wenn man es übertreibt und zu hart anstößt, vor allem bei Tönen, die das von ihrer Tonlage her nicht so gut vertragen, dann kann es auch quietschen. Da musst du natürlich besonders bei den ganz tiefen Tönen gut aufpassen. Grund Nummer 7, um dich ein bisschen zu entspannen. Es kann auch wieder an der Blockflöte liegen, wenn sie quietscht, dass sie defekt oder beschädigt ist. Es kann zum Beispiel sein, dass das Labium beschädigt ist. Also diese Kante hier vorne, die sehr, sehr dünn ist. Und wenn man da zum Beispiel so immer durchgeblasen hat oder sonst irgendwie drauf gedrückt hat oder sie ist mal ganz blöd gefallen, kann es passieren, dass da eine Ecke raus ist oder so und dann klingt die Flöte nicht mehr gut. Aber was weitaus häufiger vorkommt, ist, dass die Blockflöte und um genau zu sein, das Kopfstück der Blockflöte einen ganz feinen Riss bekommen hat, einen Haarriss, den man mit bloßem Auge eigentlich fast nicht sieht oder gar nicht sieht. Wenn sie dir vielleicht doch mal runtergefallen ist oder hart gegen irgendwas dran geschlagen ist, dann kann das unbemerkt passiert sein und dadurch kann die Blockflöte plötzlich ganz komisch klingen und eben auch quietschen. Und das kann man reparieren lassen beim Flötenbauer. Und die Gefahr besteht, dass das irgendwann wieder aufgeht, aber man kann das leimen und zumindest probieren, die Flöte so noch zu retten. Ich hatte das zum Beispiel bei meiner Altblockflöte in tiefer Stimmung von Ralf Ehlert. Da habe ich ein neues Kopfstück drauf bekommen, weil das ursprüngliche Kopfstück dieses einen feinen Haarriss hatte nach einer Weile, als ich die Flöte eigentlich noch gar nicht so lange hatte. Und es ist mir bis heute ein Rätsel, wie das passieren konnte. Aber dieses Kopfstück hat der Ralf Ehlert geleimt und das spiele ich auch. Ich spiele einfach die beiden im Wechsel auf die Gefahr hin, dass es irgendwann Patsch macht und die Flöte barsten kann. Barsten. Also das könnte theoretisch wieder passieren, aber toi toi toi, bis heute hält es. Aber ich habe jetzt den Luxus, dass ich 2 Kopfstücke habe für diese schöne, wunderschöne Flöte. Grund Nummer 8, warum deine Blockflöte quietschen könnte, dass der Block der Blockflöte mal nachgearbeitet werden müsste. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt im Zusammenhang mit dem Heiserwerden. Wenn deine Blockflöte nicht mehr so gut anspricht, nicht mehr so gut funktioniert und sowieso nach einer gewissen Weile muss der Block mal beguckt werden, der wird dann rausgenommen und dann wird innen ein bisschen geschmirgelt und gefeilt vom Flötenbauer und ein bisschen nachgearbeitet und dann ist sie wieder in Ordnung. Das ist ganz normal, das sollte man schon nach einigen Monaten mal überprüfen lassen oder halt im Laufe der Jahre immer mal wieder. Und das kann auch ein Grund sein, wenn das noch nicht in Ordnung ist, dass deine Flöte quietscht. Grund Nummer 9, warum es quietschen kann, obwohl du mit der richtigen Lautstärke spielst, obwohl du sogar eine Atemstütze hast und das mit dem Zungenstoß auch richtig anwendest, kann sein, dass du während des Spielens in deiner musikalischen Interpretation bei manchen Tönen doch plötzlich drauf drückst und mit dem Atem nachdrückst, weil du diese Töne irgendwie betonen möchtest.
Und dann gehst du aber über das Limit der Blockflöte hinaus sozusagen und übertreibst es entweder mit der Luft oder mit dem Zungenstoß, wodurch manche Töne dann eben quietschen. Da musst du dann nochmal genau gucken, muss ich es auf diese Art betonen? Kann ich es vielleicht auch mit dem Timing machen? Also indem ich manche Töne etwas länger ziehe als andere. Und wenn ich es unbedingt mit der Artikulation oder der Luft machen möchte, dass ich es dann im Rahmen mache, wo die Blockflöte es noch schafft. So, und letzter und 10. Grund ist wieder einer, den du beeinflussen kannst, wenn es quietscht, nämlich, dass dein Daumen eventuell nicht richtig funktioniert bei den hohen Tönen. Also bei den hohen Tönen muss man ja das Loch hinten etwas öffnen. Das heißt immer halb geöffnet. Ich erzähle das immer wie ein Mantra. Es darf nicht halb geöffnet sein oder selten. Meistens würde ich eher ausgehen von 3/4 geschlossen oder 7/8 geschlossen, ja, dass nur ein ganz kleiner Spalt offen bleibt. Und je höher du gehst in der Tonleiter, desto weniger offen muss es eigentlich sein, damit die Töne gut ansprechen. Jetzt kann es dir passieren, dass du das sogar weißt und kannst im einzelnen Ton, aber beim Spielen dein Daumen doch nicht richtig funktioniert, weil du zum Beispiel den Daumen so ein bisschen wegschiebst, um das Daumenloch zu öffnen, anstatt, wie ich das bevorzuge, den Daumen eindeutig zu knicken bei den hohen Tönen, damit die Bewegung eindeutig und sauber ist. Und wenn das Daumenloch dann, weil du das nur schnell wegschiebst, so ungefähr irgendwohin zu weit geöffnet ist bei hohen Tönen, dann kann es auch quietschen. Ja, das waren 10 Gründe, warum es quietschen könnte. Ich hoffe, du kannst jetzt mit meinen Tipps das Quietschen etwas bekämpfen. Falls du noch am Anfang des Blockflötenspiels bist oder lange nicht gespielt hast und ganz von vorne einsteigen möchtest, dann wäre vielleicht mein Video-Online-Einsteigerkurs für dich interessant, beziehungsweise Wiedereinsteigerkurs. Da lernst du von Anfang an richtig schön Blockflöte spielen, ohne dass es zu quietschen braucht. Und wenn du schon sehr fortgeschritten bist, hast du ja heute gelernt, dass es trotzdem manchmal unnötigerweise quietschen kann, dann kannst du natürlich alle technischen Fähigkeiten weiter ausbauen mit meinem fortgeschrittenen Kurs Blockflöte Next Level. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuhören heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und seid nächstes Mal wieder dabei auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!